Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ihr steht auf klassische Waffen und ihr steht auf Airsoft und Gas Blowback. Dann denke ich, ist das hier genau euer Ding. Die VFC PPSH 41 Gas Blowback. Komplett aus Stahl gefertigt mit Echtholz. Zuschießenden Verschluss, genauso wie das Original, macht das absolut Spaß. Nach dem Intro geht es los. Intro ist durch, da bin ich wieder, ja heute im Review. Die erste Gas Blowback betriebene Variante von der PPSH 41. Das Ganze gefertigt von VFC. Den Prototypen konnte ich 2024 zum ersten Mal in den Händen halten, war da schon sehr, sehr begeistert. Dieses Jahr auf der IWA konnte ich sogar schon Probe mitschießen und nun hat es dieses Modell endlich nach Deutschland geschafft. Ich habe es gerade ausgepackt. Ja, hier ist noch der Karton. Wollte ein bisschen Zeit sparen, von daher alles schon erledigt für euch. Aber ich habe den Karton hier, diesen, um den es heute geht, noch nicht geöffnet. Das machen wir heute gemeinsam, um zu sehen, wie das gute Stück hier verpackt ist. Ein großer Dank geht an dieser Stelle raus. Wie sollte es anders sein? Bei VFC und genialen Produkten an die Firma Pfützner Waffen, den Björn. Der hat das gute Stück hier ins Land gebracht und zugelassen für uns. Ich denke mal für Sammler auf jeden Fall ein Must-Have, für Renektor auch auf jeden Fall ein Must-Have, denn ihr werdet nachher am Ende von dem Review feststellen, VFC hat ja wieder richtig viel Liebe ins Detail gesteckt. Und dann wirklich alles gedacht, um diese Gas Blowback so authentisch wie nur möglich nachzufertigen. Von daher auch Deko-Sammler können da mal einen Blick riskieren, denn ja, ich denke mal, der Deko-Sammlermarkt, der ist so zusammengebrochen, man bekommt da eigentlich gar nichts mehr, außer irgendwelche zusammengeschweißten Metallklumpen, wo man mal erahnen kann oder konnte, um was es sich da eigentlich mal gehandelt hat. Von daher, vielleicht ist das auch was für euch. Passt auf und schaut zu. Ja, fangen wir erstmal mit dem Karton an. Das Ganze kostet 639 €. Wenn ihr es bestellt, kommt hier in diesen, ja, kann man schon sagen, fast klassischen VFC-Karton, wenn es um russische Produkte geht. Dann machen wir den Karton jetzt gemeinsam zum allerersten Mal auf. Ja, bin gespannt. Gucke ich mal. Ja, es ist auch drin. Ich kippe es mal an. Es ist eigentlich genauso wie bei der AK. Ist das hier alles nochmal in der Pappe und mit einer Schutzfolie auch nochmal verkleidet, mit Klett nochmal gesichert. Haben wir hier auf der Seite einmal das große Trommelmagazin mit einer Kapazität von 120 Schuss. Die PPSH 41 an sich nochmal selber. Und dann haben wir hier dazu nochmal einen Werkzeugschlüssel. Und ich würde sagen, ich hole das Ganze mal jetzt hier aus dem Karton raus. Zunächst erstmal hier dieses schwere Gasmagazin. Hier hat sich VFC auch ordentlich was einfallen lassen. Nicht nur, dass sie das jetzt authentisch nachgefertigt haben, sondern auch, wie man dieses Magazin mit Bibis befüllt. Da hat sich VFC auch was Cooles einfallen lassen. Zum einen muss man sich mit dem Magazin wirklich so beschäftigen, wie auch beim realen Vorbild, um das nachzuladen. Andererseits haben sie es auch ein bisschen leichter gemacht, denn das Original PPSH 41 Magazin zu beladen, ist wirklich ein wahrer Krampf. Da hat VFC es auf jeden Fall schon mal besser gemacht. So, und dann packen wir mal die PPSH selber auch noch mal aus. Ich freue mich total, dass so ein Exot es hier nach Deutschland geschafft hat und dass VFC das auch noch so schön nachgebaut hat. Das schreit jetzt förmlich noch danach, dass VFC auch noch mal eine MP40 macht. Oh, schwer. Das wiegt hier mit dem Magazin was um die 4 Kilo. Kommt also an dem Original auch richtig gut ran. So, ich lege mal den Karton zur Seite. So. Da ist das gute Stück. Ja. Auch vom Holz her, ja, ist genauso wie bei der Messe. Ist gar nicht schlecht gemacht. Man kann hier schön die Maserung sehen, aber hier muss definitiv noch mal ein bisschen was abgeschliffen werden und mit Schaftöl das Ganze noch mal
so behandelt werden, dass die Maserung sehr gut zum Vorschein kommt und auch der Schaft ein bisschen dunkler wird. Ansonsten hier alles aus Stahl gefertigt. Ich lege mal das Magazin ein. So sieht das aus. Absolut genial. Ja, so, und ich würde sagen, machen wir mal weiter mit den Real Steel Facts. Die PPSH 41 oder auch Papscha war die russische Maschinenpistole der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges. Produziert von 1941 bis 1947 war sie eine sehr, sehr zuverlässige und schnell zu produzierende Maschinenpistole, auch sehr kostengünstig, weil hier das ganze Modell nur aus ca. 87 Bauteilen besteht, im Blechprägeverfahren hergestellt. Das war ja, vorteilhaft, da nicht nur Rüstungsfabriken diese Maschinenpistole herstellen konnten, sondern auch ja alle anderen metallverarbeitenden Industrien. Von daher konnte sehr, sehr schnell, ganz rasch eine große Menge von diesen Maschinenpistolen hergestellt werden. Ich glaube, etwas über 5 Millionen wurden in dieser Zeit produziert. Das Ganze gab es hier als Trommelmagazin in der 71-Schuss-Variante oder auch nochmal als Stangenmagazin mit einer Kapazität von 35 Schuss. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kaliber 7,62 x 25 Tokarev, also auch das gleiche Pistolenkaliber von der namensgebenden Tokarev-Pistole. War das Besondere nicht nur diese schnelle und einfache und billige Konstruktionsbauweise, sondern dass man hier sogar daran gedacht hat, dieser Maschinenpistole einen Einzelfeuermodus zu spendieren. So konnte man, wenn man wollte, entweder Dauerfeuer oder Einzelfeuer schießen. Des Weiteren war hier schon im vorderen Bereich ein Kompensator integriert, um die Waffe ruhig zu halten. Sie lief absolut zuverlässig, abgesehen hier von dem Trommelmagazin. Das Nachladen ist mehr als kompliziert. Vielleicht blende ich euch da mal ein Video ein. Da müssen nämlich die Patronen alle einzeln sauber eingelegt werden. Da darf nichts verkanten, sonst funktioniert da so schnell gar nichts. Von daher waren auch Stangenmagazine sehr, sehr gerne benutzt worden, weil die einfacher waren. Das Besondere an der PPSH 41, die war so gut, dass sogar die Deutschen diese benutzt haben als Beutewaffe. Die hat dann das Kaliber 9x19 bekommen, wurde umgebaut, und zwar wurde hier der Lauf von der MP40 eingebaut, hier die Magazinführung so umgebaut, dass das MP40-Magazin passte, und hat dann die Fremdgerätenummer bekommen, MP717R, ja. Also, wenn die Deutschen das schon benutzen, ist das schon ein Zeichen. Denn das Tolle war hier, im Gegensatz zu der MP40, die MP40 war ja aufs Mühe genau konzipiert und gebaut. Und das Ding war wie die AK, hatte Toleranzen ohne Ende, sodass man das auch im Schlamm werfen konnte. Da hat Frost, Nässe, nichts hat hier dieser MP was ausgemacht. Von daher war die halt so robust und so beliebt. Ja, und jetzt hier endlich als Gas Blowback betriebene Maschinenpistole aus dem Hause VFC. Die Materialien sind richtig gut, die Markings sind richtig gut, die Funktionsweise, ihr werdet sehen, wir haben hier auch einen zuschießenden Verschluss. Das Magazin ist nicht nur ein Gasmagazin, wo man die Bibis reinmacht und hier Gas einfüllt. Nein, man muss sich mit dem Magazin, mit dem Trommelmagazin genauso, also fast genauso auseinandersetzen wie beim realen Vorbild. Man kann diese Airsoft so auseinanderbauen wie das reale Vorbild. Es ist einfach fantastisch. Ich greife schon wieder vor, ja. Das war es soweit erstmal von den Real Steel Facts. Machen wir erstmal weiter mit der Verarbeitungsqualität und den verwendeten Materialien. Schauen wir uns die Verarbeitungsqualität und die Passgenauigkeit an von dieser VFC PPSH 41. Ja, Passgenauigkeit sollte man diesmal einen ganz anderen Blick drauf werfen, denn wie gesagt, schon beim Real Steel Fact Part, die PPSH wurde schnell zusammengeschustert, Toleranzen ohne Ende, und von daher muss ich
feststellen, dass von der Passgenauigkeit die VFC vielleicht sogar deutlich besser ist als das Original, denn hier wackelt und klappert rein gar nichts. Das ist hier ein solides Stück Holz mit Stahl. Richtig gut gemacht. Schauen wir uns mal die Oberflächenbeschaffenheit an. Das ist kein glattes Schwarz, sondern das sieht hier alles so ein bisschen, ja, so matt angeraut, man kann schon fast sagen, benutzt aus, was hier das Oberflächenfinish angeht. Von den verwendeten Materialien, hatte ich euch ja gesagt, besteht hier die PPSH, alles was aus Metall ist, zu 90% hier aus Stahl. Ich halte nur mal kurz den Magneten dran. Das ganze Außengehäuse hier, alles Stahl. Der Innenlauf ist aus Stahl, die Visierung ist aus Stahl. Hier der Ladehebel, der obere Teil, die Sicherung ist aus Stahl gefertigt, Visierung hinten aus Stahl, Abzugsbügel aus Stahl, der Abzug selber aus Stahl, die Verstellung Semi-Auto ist aus Stahl, hinten Gewehrriemenaufnahme Stahl, Kappe hinten ist aus Stahl, denn hier die Magazinarretierung ist aus Stahl. Der Magazindeckel im vorderen Bereich ist aus Stahl, im hinteren Bereich ist der hier aus Aluminium. Das Weitere, was wir hier noch aus Aluminium haben, ist hier der Verschluss und der Ladehebel selber. Ansonsten haben wir hier echt nur Stahl, das merkt man auch am satten Gewicht. Im hinteren Teil, wie beim Original, haben wir hier zum Glück keinen Kunststoff. Da hatte ich wirklich Angst gehabt. Hier hat VFC auch Holz verwendet. Und wenn ihr euch die Maserung mal ein bisschen anschaut, seht ihr, kann man aus diesem Holz noch ein bisschen was machen. Wurde ein bisschen lieblos behandelt, das Holz. Hier muss auf jeden Fall mal runtergeschliffen werden und das Ganze nochmal gebeizt werden, sodass die Maserung besser zum Vorschein kommt und das Holz auch noch ein bisschen dunkler. Also zusammenfassend kann ich sagen, was die Materialien angeht, definitiv einen Daumen hoch, Verarbeitungsqualität ist top. Und jetzt kommen wir zu den Feinheiten, denn auch diese Airsoft-Geschichte hier hat alle Markings an Bord, die Sammler wie mich begeistern. Oberhalb am Gehäuse finden wir schön tief ins Material gestanzt folgende Markings. Einmal das Herstellerlogo, dieses Wappen hier mit dem Stern. Das bedeutet, diese PPSH 41 wurde von der Waffenfabrik Molot hergestellt. Das war die russische Waffenfabrik, die hauptsächlich für die Herstellung der PPSH 41 zuständig war. Ich hatte euch ja gesagt bei den Reels Effects, dass auch andere Fabriken hier diese Maschinenpistole herstellten. Von daher findet man bei den Real Steel unterschiedliche Markierungen. VFC hat sich sozusagen für das Original entschieden und hier die Prägung Molot hinterlassen. Unterhalb finden wir das Herstellerjahr 1941 und darunter die Seriennummer auch schön tief ins Material gestanzt mit der Nummer 1514. Die ist nicht individuell. Diese Nummer findet ihr auf jeder GBB. Unterhalb des Patronenfensters finden wir nochmal die Seriennummer 1514 und achtet mal, wie schön ungleichmäßig das hier ins Material gestanzt worden ist. So richtig nach dem Motto schnell produzieren, ohne groß auf Genauigkeit zu achten. Davor ist nochmal in russischen Buchstaben KB, das ist auch nochmal eine Abkürzung, die ist mir jetzt aber zurzeit leider unbekannt, was das bedeutet. Wer das weiß, schreibt es unten mal bitte in die Videokommentare. An der Stelle, wo das System am Schaft verschraubt worden ist, findet man ja auch nochmal hier die Kennzeichnung KB und 1514. Am Lauf selber wurde auch nochmal schön authentisch die Seriennummer 1514 eingeprägt. Unterhalb des Abzugsbügels finden wir auch nochmal schön tief die Seriennummer 1514 und dann hier schön dezent angebracht von Pfützner Waffen das FM5 6 mm BB, der Hersteller PTB-Nummer, so muss das sein. VFC hat der PPSH 41 auch eine individuelle Seriennummer spendiert, wenn man das so sagen will. Das Ganze aber schön dezent, versteckt hier neben der Magazinverriegelung. Wenn ich die nämlich mal aufklappe, sehen wir hier gelasert die Nummer 00446. Die hintere Visierung hat authentisch die Markierung 10 für 100 Meter und 20 für 200 Meter. Zum Schluss noch am Magazin selber nochmal das Wappen von der Fabrik Molot. Abschließend kann man nur sagen, Daumen hoch für die Markings.
Kommen wir zu den Details und Funktionen. Und ihr werdet danach feststellen, dass VFC hier wirklich sehr viel Liebe ins Detail gelegt hat. Und ich finde, besonders viel Aufmerksamkeit haben sie sich hier diesen Trommelmagazin gegeben. Denn das ist nicht nur einfach so ein Gasmagazin, wo man oben die Bibis reindrückt und die Gaspulle ansetzt. VFC hat sich gedacht, lass doch die Leute dieses Magazin so authentisch wie nur möglich verwenden. Und das finde ich richtig cool. Ja, holen wir das Magazin mal raus und damit fängt es schon an. Authentisch wie beim Original haben wir hier unterhalb die Magazinverriegelung. Die klappt ihr auf, drückt die Richtung Magazin und dann könnt ihr das Magazin einfach rausnehmen. So sieht es aus. Von vorne authentisch wie beim Original. Wenn ich es mal auf die Seite drehe, seht ihr, gibt es einen kleinen Unterschied. Hier der Knopf, der normalerweise dafür da ist, die Feder intern zu arretieren. Da haben wir das Einfüllventil für das Gas. Eine Gasfüllung reicht für ungefähr 2 Magazine. Es sind 240 Schuss. Finde ich gar nicht schlecht. Zumal, und jetzt kommt's, warum ich das auch noch cool finde in der Verbindung. Ich hatte euch ja gesagt, das ist hier nicht nur so ein normales Gasmagazin, sondern man muss sich damit beschäftigen. Wir haben hier wie beim Original diese Entriegelung. Beim Original müsste ich, wie gesagt, hier den Knopf reindrücken. Das sperrt die interne Feder, gibt hier diesen Mechanismus frei, sodass ich den aufklappen kann. Bei VFC kann ich das gleich machen. Ich klappe das mal zur Seite und jetzt kann ich den Deckel abnehmen. So, und hier haben wir jetzt was ganz, ganz Spezielles. Beim Original sehen wir hier so eine Schnecke. Da müsst ihr hier in der Mitte die Feder aufziehen und dann könnt ihr hier einzeln nacheinander 71 Patronen einlegen. Einmal in der Schnecke, Deckel draufdrücken, die Feder wird wieder entspannt. Und das Ganze ist dann einsetzbar. Hier bei VFC haben wir es so ähnlich. Wir brauchen jetzt nicht jede einzelne Bibi hier reinlegen, sondern wir haben ein intern verbautes Kunststoffmagazin. Das hole ich mal raus. So sieht das aus. Das hat ein Erfassungsvermögen von 120 Schuss. Gibt es nachzukaufen im Dreier-Set für 39 €, also ziemlich günstig, ist auch sehr, sehr leicht. Das heißt, das könnt ihr euch beim Spielen schön verstauen. Und das Tolle ist, ihr habt ein Gasmagazin und es reicht für 2 Füllungen. Das heißt, wenn das hier leer geschossen ist, macht ihr die Klappe auf, legt ein neues rein, Klappe zu und weiter geht's. Von daher so ein bisschen authentisch wie beim Original. Das feiere ich richtig ab. Das Kunststoffmagazin hat hier noch eine Besonderheit und zwar könnt ihr hier mit diesem Hebel einstellen, ob ihr auch einen Dry-Fire-Modus verwenden möchtet. In der Position, wie das jetzt ist es so eingestellt, wenn die letzte Bibi hier das Magazin verlassen hat, schießt die PPSH 41 nicht weiter. Wenn ihr so Dry-Fire machen möchtet, dann braucht ihr nur hier den Hebel, das machen wir mal, reindrücken, dann müsst ihr hier mit dem Kugelschreiber hier mal den Follower ein bisschen runterdrücken und dann könnt ihr hier den Hebel reinmachen und dann ist es jetzt so arretiert und wir können Dry Fire machen. Das können wir gleich mal machen. So, dann legt ihr hier das Magazin wieder ein, nimmt den Deckel, setzt den hier wieder auf, nimmt die Verriegelung wieder vor und dann sind die Bibis befüllt. Hier hinten füllen wir gleich mal noch mal ein bisschen Gas ein. So. Und dann können wir gleich nachher noch mal das Abzugsverhalten machen. So, schauen wir uns die PPSH weiter an. Wir haben hier wie beim Originalvorbild einen zuschießenden Verschluss. Das heißt, um mit der Waffe zu schießen, müssen wir natürlich erstmal den Ladehebel betätigen. Der befindet sich hier an der Seite und hat auch wie beim Original hier diese Sicherung. Wenn die hier reingedrückt ist, kann ich den Ladehebel nicht betätigen. Wenn ich die nach außen ziehe, ist es freigegeben. Ich kann den Ladehebel nach hinten ziehen und ihr seht, es arretiert. Der Verschluss bleibt in der hinteren Position. Und wenn ich jetzt den Abzug betätige, schnellt der Verschluss nach vorne, der Schuss wird ausgelöst, Verschluss geht wieder nach hinten und arretiert in dieser Position. Das ist der zuschließende Verschluss, wird meist bei Maschinenpistolen so verwendet. In der hinteren Position habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, den Verschluss zu verriegeln.
dann gibt er den noch ein Stückchen weiter nach hinten und dann könnt ihr den Hebel hier auch wieder reinziehen. So. Und dann ist der hier arretiert. Wenn ich jetzt den Abzug betätige, seht ihr, passiert nichts. Möchte ich ihn wieder freigeben, einmal den Sicherungshebel nach außen ziehen und das Ganze funktioniert wieder. So, gucken wir uns den unteren Teil an. Da haben wir hier an dieser Stelle den Feuerwahlhebel. In der Position, wie er jetzt ist, haben wir Semi-Uni. Wenn ich den nach vorne schiebe, was leider nicht funktioniert, bei der deutschen Variante haben wir Full Auto. Hier hat also VFC das Ganze so blockiert, dass wir nur Semi-Uni-Spaß haben. Es wird echt Zeit, dass das Waffengesetz mal geändert wird. Schauen wir uns mal das Abzugsverhalten an. Da legen wir das Magazin wieder ein. Ja, schön in die Führung reinsetzen. Wichtig ist, dass ihr die Verriegelung wieder nach hinten schiebt, sodass die Trommel richtig fest sitzt. Ja, wir spannen mal. Airsoft ist jetzt einsatzfähig. Gucken wir uns erstmal das Kick und Feel an. Also die Airsoft ist richtig, richtig laut. Der Kick ist kaum zu spüren. Das liegt halt daran, dass wir hier alles aus Stahl gebaut haben, außer den Aluverschluss. Der hat natürlich nicht die Kraft, hier so einen richtig dollen Recoil zu erzeugen. Dennoch macht das schon ordentlich Spaß. Der Abzugsweg ist richtig lang und der Resetpunkt ist auch richtig lang. Also schnelles Triggern ist hier nicht möglich. Ich zeige euch das mal. Ich gehe jetzt mit dem Abzug jetzt in die hintere Position. Ja, so, noch weiter, 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 weiter. Ich glaube, jetzt habe ich den Druckpunkt. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt habe ich ihn erst. Zack. Reset. Richtig lang. Jetzt hört man es klicken. Ihr seht, der Weg ist so lang, schnelles Triggern. Ist definitiv nicht drin. Auf der linken Seite von der Airsoft finden wir hier im vorderen Bereich die Gewehrriemenaufnahme, genauso wie hier hinten am Schaft. Beides besteht aus Stahl. Die Schaftkappe selber hier auch aus Stahl und genauso wie beim Original haben wir hier sogar eine Klappe, wo man Original-Putzzeug von der PPSH unterbringen kann. Machen wir mal ein kleines Feldzerlegen von der PPSH. Und ihr werdet sehen, es ist genauso wie beim Original. Auch innen drin sieht es fast so aus, als hätten wir hier die Real Steel in der Hand. Ja, wie funktioniert das Ganze? Zunächst erstmal das Magazin entfernen, das habe ich schon mal gemacht. Dann habt ihr hier am Ende diese Kappe, die könnt ihr reindrücken. Dann nehmt ihr den Verschluss ein Stückchen nach hinten und dann könnt ihr die PPSH aufklappen. Dann habt ihr hier diesen Puffer. Beim Original ist das hier Leder, um den Verschluss etwas zu dämpfen. Hier haben wir Kunststoff. Ein bisschen nach vorne drücken und dann könnt ihr die Verschlussfederstange und die Feder entfernen. Dann den Verschluss etwas nach hinten und dann könnt ihr diesen auch rausnehmen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Der ist sehr, sehr leicht. Wie gesagt, besteht aus Aluminium. Nozzle schön sauber und führig im System drin. Jetzt gucken wir mal ins Innenleben. Ja, da wird es nicht viel zu sehen geben, aber ich halte mal den Magneten ran. Alles hier aus Stahl. Hammer aus Stahl. Der Selektor hier, der Disconnector ist aus Stahl. Und hier auch der Firing Pin ist auch aus Stahl. Also alles hier sehr, sehr solide gebaut. So, bevor es zum Schusstest nach draußen geht, machen wir noch schnell die technischen Daten. Die blende ich euch hier an der Seite ein. Nur ganz kurz, 4,1 Kilo Gesamtgewicht mit Magazin. Das fässt sich so hammermäßig an. Man denkt echt, man hat die echte PPSH in den Händen. Das macht es auch hier mit der Haptik. Man fässt hier Stahl an, hier Holz. Das ist so, so authentisch. Wir haben auch eine authentische Gesamtlänge von 843 mm. In Lauflänge 208 mm, Kaliber 6 mm. System, zuschließendes Gas Blowback. Feiere ich ordentlich ab. Magazinkapazität 120 Schuss.
Die angegebene Leistung von VFC 1,2 Joule. In meinem Chrono habe ich jedoch nur 1,1 bis 1 Joule erreicht. Was aber mächtig ist, und das möchte ich auch gleich noch erwähnen, das ist hier die Gaseffizienz von der PPSH. Ich konnte mit einer Gasfüllung 200 bis 240 Schuss machen. Das heißt, ihr könnt mit einer Gasfüllung 2 Magazine betanken. Ich hatte euch das ja gezeigt, man kann ja hier den Deckel aufmachen, wie beim Original. Außer, dass wir jetzt hier die Bibis nicht einzeln einführen, sondern dass wir hier so ein Plastik-Inlay haben mit einer Kapazität von 120 Schuss. Wenn ihr also die 120 Schuss voll habt, legt ihr ein neues ein und könnt dann sofort weiterspielen. Das ist natürlich für den Airsoft-Spieler eine richtig interessante Geschichte. Ihr braucht euch hier nicht teuer Gasmagazine nachkaufen, sondern einfach nur ein Set von Inlay, kostet 39 €, ein Dreier-Set, und dann seid ihr richtig gut am Start. Ja, Gaseffizienz und Chrono habe ich nicht gefilmt, aber natürlich gemacht, sonst hätte ich ja die Werte jetzt hier nicht, weil ich festgestellt habe, guckt sich kaum einer an. Aber was sich die Leute anschauen, das ist der Schusstest, und der kommt jetzt. Ich werde mit dem Baby jetzt auf 30 Meter schießen bei super sommerlichen Temperaturen von 28 Grad. Und ich bin gespannt, wie das Baby hier schießt. Und die letzten jetzt mal schnell. Nicht schlecht. Kommen wir zu den Pro und Kontras hier von diesem Schmuckstück. Ihr merkt, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ja, fangen wir mit den Pro-Punkten an, und an erster Stelle, ihr wisst es, wie immer kommt das, was mich am meisten begeistert, und das ist einfach, ja, wir haben hier einen ultra realistischen Nachbau einer PPSH 41 als Gas Blowback. Das feiere ich so sehr ab. Vielen, vielen lieben Dank, VFC, dass ihr den Mut hattet, diesen Exoten als GBB zu bauen. Nummer 2, Verarbeitungsqualität und verwendete Materialien. Also, ich glaube, das hatte ich auch schon 1000-mal gesagt. Man denkt wirklich, das Ding ist echt. Wir haben hier zu 90% alles aus Stahl gefertigt. Außer hier der Verschluss, der ist aus Aluminium, und hier der hintere Teil vom Trommelmagazin ist aus Aluminium. Wir haben hier Holz, genauso wie beim Original, also absolut hochwertig gebaut. Das Finish, nicht so Hochglanz, sondern so ein bisschen matt, ja, so verwittert, so einen leichten Verwitterungston. Das ist richtig, richtig schön gemacht, und das verdient auf jeden Fall einen Pro-Punkt. Der nächste Pro-Punkt, das sind die Markings, ja. Also hier hat auch VFC wieder richtig viel Liebe ins Detail gesteckt. Die Markings sind gestanzt, und
Man merkt auch so hier die Seriennummer, die ist so leicht versetzt. Also da wurde wirklich, als wäre das wirklich während des Zweiten Weltkrieges so in Hektik hergestellt. Da wurde nicht auf die Linie geachtet, sondern richtig die Nummern reingehauen. Das ist auch sehr, sehr authentisch. Was ich auch noch gut finde, VfC hat eine interne Seriennummer verpasst mit einem Laser, aber das schön dezent versteckt hier hinter der Magazinverriegelung, sodass das nicht so auffällt. Und auch hier der Björn, der hat seinen 6 mm und seine PTB-Kennzeichnung auch schön dezent nach unten gelegt. Das ist einfach richtig toll gemacht, da freut sich der Sammler. Nächster Pluspunkt ist die Präzision. Man kann mit der PPSH richtig präzise schießen, obwohl wir hier so einen zuschließenden Verschluss haben. Nächster Pro-Punkt ist die Gaseffizienz. Mit einer Gasfüllung kann ich maximal 240 Schuss mit rausschießen. Das ist eine ordentliche Ansage. Das Magazindesign, das würde ich jetzt eigentlich auch noch mal als Pro-Punkt machen. Also wir haben jetzt hier ein Magazin, wo man sich Magazine fürs Magazin kaufen kann. Ihr habt es ja gesehen, die sind günstig, ein Dreier-Set 39 Euro. Ihr müsst jetzt hier nicht andauernd immer ein vollwertiges Gasmagazin kaufen, sondern nur die Inlays. Das ist für den Spieler natürlich richtig gut und das spart auch Gewicht. Ja, ich denke mal, das waren alle Pro-Punkte. Kommen wir zu den Neutralpunkten. Und da würde ich sagen, das ist der Abzug. Systembedingt haben wir hier einen richtig ziemlich schwammigen Abzug mit einem langen Abzugsweg und mit einem langen Reset-Punkt. Also hier kann man nicht schnell triggern, das ist alles ja ein bisschen langwierig. Der nächste Neutralpunkt ist ja das Finish von dem Holz. Das hätte VfC vielleicht besser machen können, aber wie gesagt, einfach Schleifpapier ran, schön das Holz mit Schaftöl behandeln und dann sieht das auch wieder hervorragend aus. Der nächste Neutralpunkt, ja, ist das Kick and Feel. Wir haben hier ein Vollstahl Gas-Blowback-Gewehr, aber mit einem Aluminiumverschluss. Das heißt, wenn ich schieße, spürt man nicht so unbedingt was. Hier könnte man sich wünschen, dass vielleicht in Zukunft ein Stahlverschluss kommt, damit hier ein bisschen mehr Zappelage ist. Hat natürlich auch zur Folge, dass die Gaseffizienz natürlich dann nicht so toll ist und auch nicht, gut, Full Auto können wir so und so nicht, aber dass die Rounds per Minute dadurch auch ein bisschen runtergehen. Ja, ansonsten Negativpunkte habe ich nicht, vielleicht nur den einen, aber dafür kann VfC nichts. Das Teil schreit definitiv nach Full Auto. Da hätte ich so einen Spaß, damit Full Auto zu schießen, dass das in Deutschland verboten ist. Das ist wirklich richtig, richtig traurig. Ich hoffe, dass sich da in Zukunft ein bisschen was ändern wird. Das würde ich so, so sehr abfeiern. Ja, okay, das waren die Pro und Kontras und ein bisschen Heul, Heul, Heul. Machen wir weiter mit meinem persönlichen Fazit und der Kaufempfehlung. Ja, gebe ich hierfür eine Kaufempfehlung raus. Ihr seht mein Grinsen. Wenn ihr 639 Euro zu viel habt, ja, und ihr nicht wisst, was mache ich mit der Kohle, und ihr findet die PPSH 41 schick, cool und ein Must-Have für eure Sammlung, dann macht ihr definitiv nichts falsch. VfC hat gezeigt hier, wie man Airsoft-Modelle baut, authentisch, vom Gewicht, vom Feeling her. Da gibt es echt nichts zu meckern. Ich denke mal, auch der Deko-Waffensammler könnte hier mal einen Blick riskieren. Die Originalen kann man ja eigentlich gar nicht mehr kaufen, weil die nur noch zugeschweißter Metallklumpen sind. Die Denix-Modelle sind so billig, dass man da überhaupt gar keinen Spaß dran hat. Und hier habt ihr was richtig Solides in den Händen, was auch so ein bisschen knallt und wo auch vorne was rauskommt, wenn ihr es unbedingt möchtet. Für den Airsoft-Spieler, ja, bedenkt dran, ihr habt 4,1 Kilo in der Hand den ganzen Spieltag. Von der Gaseffizienz gibt es nichts zu meckern. Die Inlays sind günstig, das heißt, ihr müsst euch also nicht immer so ein komplettes Gas-Drum-Mac kaufen. Präzision ist super. Schnelles Triggern ist dafür nicht so der Hit hier bei der PPSH. Aber wenn ihr darauf steht oder auch wenn ihr Renektor seid, denke ich mal, ist das genau das Richtige für euch. Von daher, denke ich mal, sind wir am Ende angekommen von meinem Review. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Ich feiere das Teil so sehr ab. Was ich mir noch wünsche von VfC, dass sie hier noch ein Stangenmagazin rausbringen. Das würde das Ganze komplett machen.
Und was es auch noch komplett machen würde, wenn VfC vielleicht mal eine MP40 rausbringen würde. Sozusagen die Konkurrenz hier von der PPSH 41, das wäre geil. Eine richtig schöne, aus Stahl gefertigte MP40, akkurat mit so viel Liebe ins Detail wie bei der PPSH hier. Das wäre ein absoluter Traum. Von daher, VfC, ich will eine MP40 sehen. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal unten in die Kommentare @Vegaforce Company. Wir wollen eine MP40. Okay, das war es jetzt von mir gewesen. Bleibt mir nur mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ich mache hier noch mal ein bisschen Dryfire und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Gesund und munter. Mach's gut. Euer Bruce. Laut ist sie definitiv.